24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rice, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 20. Episode des YPC Bank 2023 und damit zur entscheidenden Folge im Halbfinale Nummer 2. Nach einem kurzweiligen Vormittag liegt YPC Comebacker Veit Wilde mit einer Fullcard an der Spitze. Knapp dahinter folgt der amtierende Champion Toon van Ham mit 3 Hechten und einem Zander vor seinem Landsmann Sami Mohib, der immerhin schon 3 solide Barsche auf dem Board hat. Auf Platz 4 lauert momentan Enrico Di Ventura mit dem bisher besten Zander und einem kleineren Artgenossen, während Jonas Töllner im Vergleich zur furiosen Vorrunde bisher einen eher geruhsamen Angeltag erlebt, sich mit einem kleineren Zetti aber zumindest schon entschneidert hat. Flo Hassenflug steht als einziger gänzlich ohne Punkt da und muss sich etwas einfallen lassen, wenn es hier mit dem Finaleinzug etwas werden soll. Noch ist aber genügend Zeit und insgesamt scheinen die Räuber doch recht bissbereit. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Natürlich gehe ich jetzt zum Poldern nicht mit der großen Tasche, also nicht mit dem Rucksack los, so wie in der Hinrunde, beziehungsweise in der Vorrunde, nicht in der Hinrunde, wie in der Vorrunde auch. Packe ich mir einfach eine Box ein. Hier kommen dann natürlich noch die Frösche ins Spiel. So, also Erfolgsköder aus der Hinrunde, Multi-Vibe mit Extra-Vibe, Köfi Bleak Pintail drauf, 10 Gramm Kopf, dann kann man den schön leicht und langsam angeln und mal sehen. Ich hoffe, dass die Hechte dieses Mal aktiver sind und auch immer noch da, wo ich sie gespottet hatte. Und dann kann es was werden. Okay guys, as you can see, we skipped one bridge to try and catch a small perch. We were already running out of time. When we arrive at the Maas, because we are driving to the Maas, we have just 3 more hours to fish. So we will need these 3 hours to catch a perch. And as you can see, we are in traffic jam. So we have about half an hour left to drive, and then hopefully we catch just one nice size perch. Then we might make it. So wish me good luck and we will see you at the river. Okay, so we changed spot. Now I'm going to try to catch a pike. I'm on the same spot that I went on the second day, because I touched quite a lot of pike, but only one was out of the water, so I hope I can make one move again. Only one pike would be enough. But yesterday I went training for pike and I didn't have a single bite. Of course I wasn't here, but yeah, it's getting hotter now and tougher to make them move. So, Spotwechsel. Ich habe der Stelle jetzt doch ein bisschen mehr Zeit gegeben, aber das ist das Schöne, das kann ich jetzt auch mit einer Fullcard im Rücken, denn klar, oft kommen die Bisse an solchen kleinflächigen Spots, gerade jetzt im Sommer bei den ersten Würfen. Ich habe das ja schon in der
ersten Runde gesagt, wo ich von den Buhnen ausgeangelt habe, die Buhnen nicht lange ausfischen um diese Jahreszeit. Und gerade an so einem etwas kleineren Gewässer hier sieht es natürlich ähnlich aus. Nichtsdestotrotz hat natürlich so ein Kanal auch die Eigenschaft, dass es wenige Strukturen gibt und dass der Fisch in so einem Kanal auch viel umherzieht. Also kann es durchaus auch sein, dass man an bestimmten Spots die Zander nur dann zu greifen bekommt, wenn sie gerade vorbeiziehen. Und da habe ich jetzt so ein bisschen drauf gesetzt. Jetzt fahre ich wieder einen Spot an, der doch relativ markant ist, nämlich eine Brücke. Und mal schauen, ob da vielleicht ein schöner Räuber darunter steht. Zander. Das wird knapp. No. Jawohl. Da ist er, Leute, der erste Fisch. Aber ob der Maß hat, das wird knapp werden. Aber ich glaube, der hat's. So. Alter Domi, hier ist Zug drauf. Oh. So, mal schnell Wasser drauf. So, den Fisch einmal raus. Dann messen wir den schnell mal und setzen wir ihn zurück. So. So, Fisch liegt an. Jo. Oh, der ist da bis auf 52, genau. Ja. Yes, Leute! Doch noch einen Fisch erwischt, ey. Trotz dessen, dass die schon wieder schneiden, das Wasser ist trübe, hier kommt Kraut runter. Oh, machen noch 2, 3 Würfe hier und dann geht's weiter. Yes, we are back in the game. Der Nachmittag geht perfekt los für Flo. Mit einem ersten Zander gibt der Hamburger die rote Laterne erst einmal an das andere Nordlicht dieser Gruppe ab. Derweil hat Ton seinen nächsten Spot doch früher erreicht, als zunächst zu befürchten war. So, here we are. We are at the river. We first try quickly a small spot, and then we drive to a long stretch where we will do some crankbait fishing. Wish us luck and let's lose no more time. Es war jetzt nur ein sehr kurzer Weg hier zum nächsten Spot, aber ist ja egal. Route raus, der Spaß beginnt hoffentlich. Ich habe den Kollegen hier vorhin leider mal so eine Steinpackung küssen lassen. Jetzt ist der Haken nicht mehr ganz so scharf. Will ich mal einmal kurz nachschärfen, ganz, ganz langsam und sachte. Erst mit der gröberen Seite. Ist halt wichtig, dass man nicht so gegen die Hakenspitze kommt, sondern wirklich nur von oben, dass man gerade so merkt, dass es leicht kratzt, damit man nur ganz, ganz wenig von dem Metall wegnimmt. Wir haben hier 2 Seiten, einmal eine grobe Seite und einmal eine feine Seite. Ich fange erst immer mit der groben an. Und auch hier dann geführt, so ein kleiner Schlitz. Und dann mit der feinen zum Schluss ein bisschen nachjustiert. Ja, der kleine Grat oben drauf ist weg und ja, die Spitze ist auch wieder scharf. Fisch! Oha! Ich hoffe, dass es ein Barsch ist. Fühlt sich ein bisschen so an, ich bin mir aber nicht sicher. Könnte auch ein kleiner Zecki sein. Ab! Ich habe es aber gesehen, es war glaube ich, also ich habe es ganz kurz habe ich ihn gesehen. Ich glaube, es war nur ein kleiner Zetti. Also es sind auch, oder? Sie sehen jetzt schon so viele Bissspuren an dem kleinen Trouble-Chat, erkennt man nicht mehr hundertprozentig. Ich hoffe einfach mal, dass es nur ein kleiner Zetti war. Also ich sah auch sehr danach aus. Der hätte mir vermutlich nicht so viel gebracht. Letzte Zweifel bleiben. Vielleicht sollte Veit über eine Hakenpfeile nachdenken. Naja. So I will try again. Now the super small spot where I had the 85. Maybe he will bite again. Maybe he's not alone. I don't use the same lure because I caught him like 1 day ago. So
if he's biting again, yeah, that will probably be on another lure. So let's try. Yep. Yep. It's the same fucking fish. It's like the same. It's the same fish. Yeah. So 85, huh? It's the same fish, guys. Yeah. Skinny pike. So this time I changed for the drawing bait in white. Good color. And it made the trick. Boom. Go back. Thanks. You saved my competition. So during training, I was desperate to catch pike, and I've just tested this small water. Only one cast. I was without hooks. I took a fish. So during the second day of the tournament, I was also looking for pike. I just remembered this place. Like, okay, I will stop on the road quite fast. That was not my initial plan. Caught the pike, actually a very good pike, huh? Thin one but long one. And now I achieved to catch it again. That's crazy. That's really crazy. I have to report the fish. Halb Hecht, halb LMAB-Produkttester. Sami kann's nur recht sein, aber wahrscheinlich hält dieser schwer gebeutelte Essox nun Ausschau nach einem neuen Standplatz. Trotzdem, 85 wichtige Punkte und damit ist bei Sami nur noch der Zielfisch Zander offen, der sich heute bisher jedenfalls sehr aktiv zeigt. Oh, wieder ein kleiner Zander, denke ich. Auf einen ultra kleinen Köder. Der reicht wieder nicht. Oh, wieder so ein 41er. Ein Barsch in der Größe, Mensch. Ja, Fisch. Besserer. Das ist ein besserer. Oder? Ich wusste doch, hier ist noch einer. Oh, das könnte ein Hecht sein. Nee, ist ein schöner Zander. Schöner Zander. Ich will an die 60 haben. Oh ja. Jetzt bleib dran, Baby. Oh ja. Der ist gut. Nein. Jawohl! Yes! Ja! Woo! Yes! Ich wusste, hier geht noch einer. Ich wusste es. Boah, und das muss der größte hier aus der Brücke sein. Yes, der hat über 60. Yes! Ja, das sieht schon mal aus nach einem Zander. Oh Leute, schaut euch das an. Ist das geil. Guckt euch mal an hier. Voll weggehauen, das Ding. Hammer. Hammer. So, Haken ist raus. Da ist der Gute. Was ein schöner Zander. Stellt seine Flossen auf. Oh, yes. Der hat 60, glaube ich. Oh, bin ich glücklich. Nee, hat sie nicht? Ah, doch, nee. Warte. Nee, 59. Setzen wir den ganz schnell zurück. Das ist auch wichtig bei der Hitze, dass man nicht zu lang rummacht mit den Fischen. Gerade wenn man die zurücksetzen möchte. Hier einmal mit dem Kescher. So, dann kann der einmal die Strömung halten. So. Und dann. So. Geht er auch schon weg. Weg ist er, Leute. Jawohl! Oh, wir sind wieder am Start. Jetzt müssen wir noch den Hecht fangen und einen kleinen Barsch. Dann haben wir noch eine Chance auf eine Fullcard. Das wird jetzt tricky. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Aber wir geben alles. Yes! Stark! Zander Nummer 2 und einen weiteren Platz gut gemacht. Jetzt läuft es bei Flo. Veit hingegen scheint sich nach dem fantastischen Morgen plötzlich etwas schwerer zu tun. Oh Mann, nächster Biss. Warum hängen die nicht? 3 Bisse jetzt schon hier an dem Spot gehabt und keinen bekommen. Das ist natürlich eher weniger schön. Auf der anderen Seite zeigt es mir, dass tatsächlich auch ein paar Fische hier sind.
Und ich denke, dass das eben wieder ein Zander gewesen ist. Weitermachen, vielleicht gleich mal einen Köder eine Nummer größer drauf. Dann holen wir uns mal einen. Yes! Auf den Fortuna Chat. Das könnte jetzt ist auch kein großer, aber ein Zander sein, der mir ein paar Punkte mehr bringt. Naja, aber auch nur sehr knapp auf jeden Fall, wenn dann. Noch ist er auch nicht draußen. Aber sie sind da und sie beißen auch. Oh, da komm, jetzt ist er drin. Sehr schön. Naja, also es ist mühsam. Der Köder ist auch schon raus. Fortuna Chat. Aber der könnte vielleicht so, naja, 50 cm könnte er haben. In die Richtung zumindest. Das heißt, für mich wäre es eine kleine Verbesserung. Und sowas schadet ja nie. Wollen wir mal gucken, wie viel der aufs Maßband bringt. Ja, das sind ein bisschen über 53, also ein 53er Fisch. 53,5 hat er nicht. Sehr schön. Hier im Schatten der Brücke. Und ich muss ja sagen, bester Köder im Turnier. Die Werbung kommt später. Erstmal geht der Fisch wieder rein. Und weg. Mein erfolgreichster Köder im Turnier hier, der, na komm, Fortuna Chat, gerade hier im Hot Perch Dekor, läuft damit. Schön. Fischwohl vor Werbung. Sehr löblich. Nach kurzem Durchhänger ein gutes Upgrade für Veit, der sich damit aber nicht entscheidend absetzen kann. Vor allem, was die Fischgrößen betrifft, bleibt es ausgeglichen. Das riecht doch sehr nach einem spannenden letzten Drittel. Oh, ein Riesenbarsch! Ein Riesenbarsch! Oh, ein Riesenbarsch, Leute! Ah, ein Barsch! Fuck, ein Barsch, Junge! Jetzt bin ich aber ganz schön baff. Hätte ich nie mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein Glückstreffer. Wir haben eben noch darüber gesprochen, dass hier mit Sicherheit auch Zander drin sind, also andere Fische. Ey, der hat 40. ...42er Barsch, Leute. 42er Barsch. 42er Barsch. Aber wirklich ein alter Rocker. Der hat schon ein bisschen Punkrock abgekriegt in seinem Leben, aber geil, ey. So, und der geht jetzt schnell zurück. Allerdings setze ich den oben ein. So, und der... Nee, du musst rausschwimmen aus dem Kescher, nicht wieder rein. Ich brauche Platz im Kescher für andere. 42er Barsch. Let it rain. Geil. So, wer unsere Videos auf dem Hecht- und Barschkanal verfolgt, ist nicht das erste Mal, dass der 5-0er einen großen Barsch fängt. Also der Multivibe. Ich war mit Sean mal zum Hechtangeln draußen. Und da habe ich auf den Multivibe mit Chatterbait-Blatt allerdings dann auch auf den 5-0er einen riesengroßen Barsch gefangen. Leute, ich bin so happy. Es ist unfassbar. Ich meine, das war jetzt natürlich Glück. Dass hier andere Fische auch drin sind, also ne, ist jetzt nichts, wo man sagen würde, naja, das ist total abwegig, weil das Gewässer von der Struktur her ist tief, leicht eingetrübt, hier ist Sauerstoff drin und so. Also das macht schon Sinn, dass hier auch andere Fische drin sind. Ich hätte allerdings fast eher einen Zander erwartet als Beifang, als einen Barsch. Aber ich will mich nicht beschweren. Geil.
Du interessierst dich für die gefischten Produkte aus dem YouTube Predator Cup und möchtest sie im Angelladen in die Hand nehmen? Dann mach dich auf zu deinem YPC Megastore. Unweit der holländischen Grenze, direkt an der A31, ist das Bettings Mühle, ein Angelladen, den es schon seit über 40 Jahren gibt. Auf 500 Quadratmetern Verkaufsfläche stehen dir freundliche und kompetente Verkäufer mit Rat und Tat zur Seite. Ganz egal, ob du auf Hecht, Barsch, Zander, Wels, Forelle oder Karpfen angeln willst. Raubfischangler finden hier eine riesige Auswahl von Topmarken. Shimano, Westin, Zeck, Nace, Rapala, Ganki, LMAB, Abu Garcia und viele weitere YPC-Marken sind hier mit etlichen Produkten vorrätig. Doch auch für Allround- und Gelegenheitsangler ist gesorgt, egal ob Anfänger oder Profi. Komm vorbei bei Bettings Mühle. Marek und sein Team freuen sich auf dich. Eine Übersicht über alle YPC Megastores findest du auf lmab.de/megastores. Fisch. Könnte tatsächlich ein Barsch sein. Nein. Kann abgehen. Kurz angefühlt wie ein Barsch. Aber das machen die Babys ja gerne. Ein kleinen Ticken größer wird er wohl sein. Ja. 43. Okay? Ja. Bei Jonas tut sich immerhin mal wieder etwas, wobei mit diesem Fang vermutlich wenig zu holen sein wird. Enrico wiederum hat nach dem punktstärksten Zander nun auch den besten Barsch auf seinem Konto, schließt oben an und liegt jetzt wieder vor Flo. Der allerdings wirkt fest entschlossen, das baldigst zu ändern. Weiter, next spot. Hopefully with next fish. Oh, hier schön kühl unter. Kommt mir schon die kalte Luft entgegen. So, wir sind jetzt zurück an dem Spot, wo wir letztes Mal auch schon waren, wo nichts ging. Heute ist das Wasser deutlich klarer und ruhiger. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir einen Hecht vielleicht hier kriegen oder einen Zander. Nochmal zur Schnur. Ich fische hier eine Stroft E3, absoluter Allrounder für Zander, aber auch für Hecht. Für mich die beste Schnur zum Jiggen. Kann ich euch absolut empfehlen. Lässt sich weit werfen, ist aber auch relativ widerstandsfähig gegen Steine. Ja, Fisch! Oh, großer Hecht! Großer Hecht! Bleib dran, Baby. Bleib dran. Mit Holz. Ja. In die Mitte. In die Mitte, Baby. Großer Hecht. Leute, das ist ein Monster, was immer hier dran ist. Das ist ein absolutes Monster. Bitte setz dich nicht fest. Bitte bleib hier. Oh, Alter. Nicht ins Holz. Nein. Bleib an der Oberfläche, Baby. Komm schon. Bleib oben, bitte. Nicht runter, nicht runter, nicht ins Holz. Ich kann nichts machen, das ist ein Riesenfisch, Leute. Ich kann gar nichts machen. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen, was es ist. Aber ich glaube, es ist ein Hecht. Das ist ein Meterhecht. Ah, bitte sei kein Wels. Bitte sei kein Wels. Nein, es ist ein Wels. Scheiße. Nein. Nein, es ist ein Wels. Ach nein. Es ist kein Hecht. Es ist ein Wels. Ah. Mist.
Das ist trotzdem ein geiler Fisch. Aber es ist nicht unser Zielfisch. Oh. Ja, ich habe ihn. Fuck. Scheiße. Es ist leider kein Hecht. Ich komme trotzdem mal rüber und zeige ihn euch. Oh, ich dachte, das ist ein Riesenhecht, Leute. Da ist er. Yeah. Ich glaube, ich mache hier den Markus Eule. Oh. Ich dachte, es ist ein Meter Hecht, Leute. Mein erster holländischer Wels. Auch das soll es geben. Da lang, Kollege Helm, ja. Da geht er. Weg ist er. Leute, was soll ich sagen? Letztes Jahr im YPC habe ich einen Aal gefangen, eine Bratpfanne. Jetzt habe ich einen Wels gefangen, über 1 Meter. Oh, alles tolle Fische, aber nicht der Zielfisch. Naja, wir machen mal weiter. Das erklärt vielleicht auch, dass hier kaum Zander unter der Brücke stehen. Vielleicht liegen hier 1, 2, 3 Welse ab. Naja, weiter geht's. Wir wussten vor dem Turnier, dass Flo unter allen Teilnehmern zu den vielseitigsten Anglern gehört. Die Freude über diese YPC-Premiere hält sich trotzdem in Grenzen. Ungeachtet seiner Vermutung bezüglich der welsgefährdeten Zander bleibt er dem Spot aber erstmal treu. Ich habe es eben noch gesagt, Stroft E3, richtig geile Schnur. Guckt euch auch mal das Nickel-Titan-Vorfach an, hier mit dem Fluorocarbon. Das ist wie neu. Obwohl wir gerade einen Wels gefangen haben, der war kurz in der Struktur drin. Das ist kein Knick, gar nichts. Ich kann direkt weiterfischen. Du kannst mit diesem Vorfach echt viele Fische fangen, bevor man es wechseln muss. Das ist richtig geil. Probiert unbedingt mal Nickel-Titan-Vorfächer aus. Gerade die Polywire, die geflochtenen, die sind noch ein bisschen weicher. Das ist richtig gutes Zeug. Ja, Fisch. Zander. Das ist ein Zander. Nee, das ist wieder ein Wels, oder? Wenn das ein Wels ist, fahren wir. Das ist wieder ein Wels. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Wir fahren weiter. Das macht keinen Spaß, Leute. Wir kommen wieder, aber nicht im YPC. Ach Mann, ey. Der nächste. Nee, doch, ist ein Zander. Ist doch kein Wels. Was erzähle ich da? Ja, ich hab ihn. Oh, Leute. Das ist ein großer Zander. Oh, der ist noch ein bisschen gefärbt. Deswegen dachte ich, dass es ein Wels ist, aber es ist doch ein Zander. Jawohl! Ja! Oh. Leute, der könnte die 70 haben. Ich dachte, ich habe die Flosse nur gesehen, dachte, es ist wieder ein Wels. Oh, und es ist ein Zander. Und was für einer. Und was für ein Zander, Leute. Ja, es hat sich so gelohnt, hier nochmal herzukommen. Ich dachte echt, das ist ein Wels am Anfang, weil der sich so geschüttelt hat wie der vorher. Den Zander. So, ist dran vorne. Jo. Und er hat den halben, ich sehe es. 75. Siehst du es? Da. Weg ist er. Jawohl. Hat sich geschüttelt und zack. Toll, jetzt ist hier alles nass, wo ich gerade gesessen habe. Danke, Herr Zander, für den tollen Tanz. Yes! Alter, leck mich am Arsch. Das ist mal ein richtiger Krimi heute. Ja, Fisch! Fisch! Das gibt's nicht. Nächster Wurf. Direkt wieder Fisch. Und das ist auch ein guter. Das gibt's nicht. Das ist wieder ein guter Fisch. Bitte sei kein Wels. Bitte sei ein Hecht. Das wär's. Leute, hier passiert was. Irgendwas hat meinen Zander attackiert. Leute, ich glaube, hier attackiert gerade ein Wels mein Zander. Hier ist eine riesen Druckwelle. Das ist ein Riesenzander. Noch größer. Noch größer als der andere. Leute, ein Riesenzander. Ein Riesenfisch. Er ist über 80. Er ist über 80. Ein Riesenfisch. Ja! Yes! Ich hab ihn! Oh, der ist noch größer als der davor! Ja! Ja, geil!
Alter, ist das ein Riesenfisch. Oh, Leute, Wahnsinn. Leute, was ein Schlachtschiff von einem Zander. Oh. Sowas passiert nur beim YPC. Ja. Oh. Dann haken wir den mal schnell. Oh, was ein Brecher. Was ein Brecher. Oh, schaut euch den Zander an. Yeses. Oh, alter Schwede. Oh. Oh, den von Landry kriegt er nicht, den er da gefangen hat im Ausland. So. Scale zusammen. 85 genau. Ja. Ist vorne dran. 85, oder? Ist er noch drüber? Ja, der ist drüber, ist bei 85. Da sieht man es. 84,7 ungefähr. Oh, damit wird aufgerundet auf 85. Ja, was ein Zander, das gibt's gar nicht. Oh, Leute, Wahnsinn. Das ist ein schönes Tier, den setzen wir jetzt schnell zurück. Hammer, Hammer. Oh, und weg ist er. Oh, yes. Boah, noch ein paar Würfe und dann fahren wir Hechtfischen. Das könnte noch was werden mit der Full Card, Leute. Das könnte noch was werden nach dem Start. Yes! Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir jedenfalls fehlen ein wenig die Worte. Und Flo lässt nicht locker. Ein Hecht wäre jetzt natürlich der Hammer gewesen hier. Aber ich will mich wirklich nicht beklagen. Ja, Fisch! Oh, wieder ein guter Fisch. Wieder ein guter Fisch. Boah, ich will mich wirklich nicht beklagen. Oh. Bleib dran, Baby. Wieder ein guter Fisch. Oh, das gibt's doch nicht. Leute, das sind Geschichten, die schreibt nur der YPC. Das ist wieder ein richtig guter Fisch. Was ist es diesmal? Bitte sei ein Hecht. Ein Riesenzander. Noch größer als der erste. Als der eben, glaube ich. Leute. Was zur Hölle? Der ist noch größer. Das ist ein Monster. Ich glaube, der hängt ganz knapp. Muss ich vorsichtig sein. Alter, ist das ein großer Fisch. Boah. Bitte, Baby, geh nirgendwo rein, in kein Holz oder so. Oh. Bitte bleib dran. Bitte bleib dran. Ja, komm zur Oberfläche. Sehr gut. Der ist noch größer. Ja, ich hab ihn! Wieder so ein Monster! Was geht denn heute ab? Ist das krass? Der ist vielleicht sogar noch ein paar Zentimeter größer. Ja. Ah, geil. Oh. Oh. Wieder so ein Brecher. Oh. Schon wieder so ein Brecher. Vielleicht ist er sogar noch größer. Alter. Alter. Oh. Alter Tali, was geht denn ab? Was geht denn hier bitte ab? Was ist denn heute los? Letztes Mal waren wir hier. Nichts, nicht mal ein Biss. Und jetzt das. Oh, der ist groß, Leute. Der ist wirklich groß. Leute, was ein Fisch. Oh. Schaut euch diesen Zander an. Schon wieder so ein Brecher. Hammer. Was geht denn ab? Boah, wir messen den mal schnell. Ich glaube, der ist noch einen Zentimeter größer als der andere. Aber es wird kein neuer YPC, glaube ich. Rekord. Oh, der ist ganz knapp dran an Landrys. 89. 89. Größer wird er nicht. Ich bin komplett eingesaut. Das war wieder eine super Idee von mir, ein weißes T-Shirt anzuziehen, um hier fischen zu gehen am Fluss. Aber ich bin mehr als glücklich. Das war ein Manzander. Jetzt den ganzen Tag nur noch Barsch und Hecht. Mal gucken, ob es klappt mit der Full Card. Wenn es klappt, haben wir, glaube ich, gute Chancen für das Finale. Drückt mir mal bitte ganz fest die Daumen. Auf geht's. Es lässt sich nicht anders sagen.
Unfassbar! In weniger als 30 Minuten holt Flo hier nicht nur den ersten Wels der YPC-Geschichte aus dem Wasser, sondern gleich auch noch 3 Wahnsinns-Zander in dramaturgisch perfekter Reihenfolge. Besser könnte man es nicht skripten. Und insofern hat der Mann von Stroft völlig recht. Solche Geschichten schreibt nur der YPC. Schauen wir mal, was das für die Tabelle bedeutet. Momentan genügen Flo diese 3 Fische für Platz 2 und sollte er hier die Karte voll machen, müsste es mit diesem unglaublichen Zanderschnitt eigentlich fürs Finale reichen. Andererseits, nach dem gerade Gesehenen hält man sich mit Prognosen vielleicht besser zurück. Konzentrieren wir uns lieber darauf, was die anderen machen. Jonas hofft am neuen Spot auf Besserung. So, wie ihr seht, wir haben Spotwechsel jetzt gemacht. Hier ist das Ziel eigentlich auch noch mal einen Zander zu fangen. Kann auch immer mal ein Beifang, Barsch, aber auch sogar mal ein Hecht kommen. Aber in erster Linie ein Zander, also die stehen hier unter im Schatten. Mal gucken, also wir werden jetzt einmal den Steg hier hoch und runter laufen und hoffen, dass da irgendwo ja, einer, im besten Fall 2 Fische stehen, sodass wir dann halt erstmal auf Hecht bzw. Barsch angeln können. Wenn was passiert, melden wir uns. Mal gucken. Ein bisschen Strecke haben wir hier. Es ist immer ein paar Meter werfen, ein paar Meter laufen, immer direkt an der Kante lang. Mal schauen. Ich habe mich jetzt entschlossen, bevor wir weiterfahren, doch noch mal 3, 4, vielleicht auch 5 Würfe hier an der Stelle zu machen mit einem etwas größeren Köder. Frequency Shed in 12 cm. Manchmal bringt das dann ja auch den größeren Zetti. Und den brauche ich ja. Denn Full Card schön und gut, aber natürlich sind meine Fischgrößen bislang nicht so herausragend. Also da müsste mindestens mal ein wirklich deutlich größerer Fisch dabei sein, um sich da Gedanken über Weiterkommen machen zu können. Das ist ein Riesenmarsch. Ey, der ist noch größer. Drunk Dancer. 15er Drunk Dancer. Also entweder die haben hier nichts zu essen oder die kennen hier nicht so viele Köder. 44. 44 Zentimeter. Guckt euch diesen Trümmer an. Wieder so ein abgerockter. Oh, ein richtig geiler Fisch. Riesenteil, ey. Riesenteil. Der geht zurück und dann, ey, dann fehlt eigentlich nur ein Hecht, oder? Schwieriges Ding. Egal. Let it rain! Was für irre Dinge spielen sich hier ab, Leute. Vor allen Dingen das Allergeilste ist, dass ich dieses Ding hier selber gefunden habe. Ich habe mir einen Arsch abgesucht nach irgendwelchen guten Spots. Also augenscheinlich guten Spots für Hecht. Aber ich meine, ich nehme natürlich jeden Beifang auch. Die Struktur haben, die ein bisschen Strömung haben, die Sauerstoff haben. Ey, so viel, ey, wirklich tagelang gesucht und dann das Ding gefunden. Einmal hier beim Training gewesen, 2 Hechtkontakte gehabt, sofort abgehauen, war die Nummer klar. Jetzt habe ich, also das eine war wirklich ein Hecht eben, das war kein Barsch. Der kam hinterher, das war auch ein schöner, so ein 70er. Der hat sogar gebissen, aber jetzt hier unten der Barsch. Also es ist doch... Ich weiß nicht, das ist echt verrückt. Verrückt. Boah, jetzt brauche ich nur noch einen Hecht, Leute. Aber das, ich glaube, das ist auch nicht so einfach. ...15er Drunk Dancer. Das Ding einfach voll weggehauen. Also Barsche, ne, wenn die wollen. Ich hoffe, dass sie bei den anderen heute nicht so wollen. Aber wenn sie wollen, ja, kein Thema hier so ein Teil.
Enrico fischt, wo Hecht und Barsch sich die Flosse reichen. Und jetzt ist es aber mal so richtig eng in der Tabelle. Kaum 50 Punkte trennen den ersten und den 5. Platz, wobei außer Veit noch niemand eine volle Karte hat. Nur bei Jonas scheint ein bisschen die Luft raus zu sein. Wir machen ein bisschen Sonnenbaden. Aber wir haben gesagt, Angeln, das bringt uns eh keinen Spaß. Eben ist hier auch ein schöner Kutter lang gefahren, da gab es Essen, da wollten wir gerne drauf sitzen. Aber die haben nicht angehalten und uns mitgenommen. Und Adrian hat richtig lieb geguckt, aber wollten die nicht. Ja, ich werde jetzt hier noch mal mit dem Crank einmal abschleppen. Und dann, weiß ich noch nicht, vielleicht Hechtpoldern gehen. Weil schlimmer als jetzt gerade kann es ja kaum werden. Naja, darauf lässt sich immerhin aufbauen. Jonas muss sich beeilen, aber auch alle anderen haben keine Zeit zu verlieren. Fisch. Nächster Wurf, nächster Fisch. Oh. Ist das etwa ein Barsch? Aber ich glaube es nicht. Ein bisschen. Doch, es ist ein Barsch. Yes! Auch nicht der absolute Riese, aber der könnte eventuell eine kleine Verbesserung sein. Schön. Fortuna Chat läuft. Ja, das ist natürlich ausgerechnet so ein Fisch, wo da die Hälfte der Schwanzflosse fehlt. Aber er hat über 34,5. Nee, über 33,5, Entschuldigung. Und damit ist es ein 34er Barsch. Der bringt mir, glaube ich, ein paar Punkte. Oh. Schön. Man kann also um die Mittagszeit an solchen Tagen, heißen Tagen, sehr wohl schöne Fische fangen. Das geht. Offensichtlich. Damit fliegt auch der letzte U50-Zander raus. Veits Board hat nun keine eklatanten Schwächen mehr. Es fehlt allein ein richtig großer Fisch. Ganz anders die Lage bei Flo. Ja! Yes! Ich habe ihn, Leute! Das ist der Hecht! Das gibt's nicht! Das gibt es nicht! Bei der Hitze fast 30 Grad! Ja! Oh, und er hängt so knapp! Leute! Die Matte ist zwar noch nass, ich mache schnell noch ein bisschen extra Wasser drauf. So, genau für den sind wir hergekommen, für diesen Fisch. Ich kann es nicht glauben. Ist das der Hammer. Es ist kein Monster, aber ich glaube, ich habe mich noch nie über einen Hecht gefreut. Ich würde mal schätzen, knapp über 70, schauen wir mal. Vielleicht bin ich noch zu euphorisch von den Zandern. Maul ist offen, ja. Der hat, und der geht sogar an halb ran, ne? Was ist das? Ja, 77. Oh, so. Da ist der Schöne. Darf er zurück in sein Polder. Und da geht er auch schon. Weg ist er. Ja, Leute. Ja. Hammer. Ich kann es nicht glauben. Wie viel Glück kann ein einzelner Mensch haben? Jetzt probieren wir noch einen Barsch zu fangen. Oh, wenn das klappt. Der muss nicht groß sein. Dann haben wir gute Chancen und dann haben wir die Full Card. Yes! Ja, Leute, vielleicht kurz zum Setup. Ich habe schon gesagt, meine geliebte Air, ein Vierfachgeflecht. Super rau, schneidet wie so ein Sägezahn durch das Kraut durch. Ich habe davor einen 40er, wieder Nickel-Titan. Ihr seht das nach dem Fisch, das ist wie neu. Die Fische nehmen trotz der Hitze mit Stahl. Das ist echt super, beziehungsweise in dem Fall Titan. Hier unten habe ich so einen Roach-Decor von Weston drauf, mit einem BKK-Haken, mit einem UV-Haken am Bauch und den langsam mit so einer Screw im Bauch einfach geleiert. Hat sich der echt geholt. So, jetzt geht's weiter auf Barsch. Gut, fahren wir.
Flo ist nicht zu bremsen und es macht richtig Spaß, ihm zuzusehen. 4 Fische, über 400 Punkte, dazu die Führung und jede Menge Euphorie, was es für die anderen nicht gerade leichter macht. So, wir fahren jetzt in eine Kneipe, bestellen uns 2 kalte Bier und hoffen, dass die anderen auch keinen Hecht gefangen haben. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir machen jetzt einen Spotwechsel. Ich werde vorne nochmal, da gibt es eine Brücke, die werde ich jetzt nochmal antesten, auch nochmal kurz drunter jiggen. Und dann, denke ich, fahren wir einen kleinen Polder an mit einer kurzen Strecke, den wir einmal ablaufen. Und wenn da nichts gekommen ist bis dahin, dann fahren wir an den Polder, wo ich gestern den 87er hatte. Das ist meine letzte Idee für heute. Und dann hoffe ich einfach, dass irgendwo sich einer aufhängt, freiwillig. Mal schauen, mal schauen. Ich weiß auch nicht, Leute, es ist eine Katastrophe. Also es wird immer später, 15:37 ist jetzt die Ankunft. Ihr seht es ja, wir rollen hier mega langsam über die Autobahn. Es ist richtig viel Verkehr. Ich weiß aber nicht, was ich als Alternative nehmen sollte. Vielleicht halten wir einfach irgendwo. Gucken, dass wir uns was anderes suchen. Schon wieder Autostress und ihr habt's gesehen. Es sind keine 60 Minuten mehr auf der Uhr. Veit verteidigt Platz 2, aber Enrico bräuchte nur einen maßigen Hecht für die Wachablösung. Ton, einen Barsch und Sami fehlen genau 46 Zentimeter Zander. Okay, Bleak Shad 9, up, my favorite color, up la la, and this small but strong zander. Let's see how long it is, but I think it's good, huh? Yeah, it's good. I don't have the half, so it's 45, huh? Yeah, and it's going back, perfect. Yes, I have my full card finally, yes! Let's make a few more casts, maybe there is a bigger one around. I'm so happy, guys, I finally have the full card. I still have a bit of time. Now I have to think what to do. Catching zanders, hoping for a better one. Going back to perch fishing, hoping for a better one. Or going for the top water points. Man kann es sich nicht ausdenken. Freude über die Full Card, aber Sami weiß natürlich nicht, dass dieser Zander den 1 Zentimeter zu kurz ist. Veit kommt also noch einmal davon, jedenfalls für den Moment. Oh, bite! It's always perch here. Yeah, perch! I knew I should come here. Oh no, it's stuck. Oh, it's out. Oh, it's a nice perch. Oh, 2 are following. Yes! Wow! A 45 plus perch! I don't even care about my shoes anymore. That's what we needed. A big, big, big perch. It's 42. Yep. We cannot make it 43. All right, guys. A 42 centimeter perch. My full card is achieved with some good sized fish. Let's release it quickly and we catch another one here. There were a lot swimming behind. Yes! I told you just before, I was driving and then I thought, well, I have another small spot. We're driving close by. I have to check. I caught them here a few times already. I have to check there. Second cast, boom. Let's go. Also, ich bin sehr zufrieden. Was für ein Tag. Tja, wie das so ist mit den Favoriten. Den ganzen Nachmittag kaum zu sehen, aber im entscheidenden Moment ist Ton da.
Kurz vor Schluss holt der Belgier also die Fullcard, kratzt an der 400-Punkte-Marke und lässt Veit unter den Strich rutschen. Und jetzt braucht der Zander-Experte wirklich einen Ausnahmefisch. So, das letzte Gewässer für heute, welches mir noch einen schönen Hecht jetzt bringen soll zum Abschluss. Das würde mir tatsächlich noch mal was nutzen, wenn es hier einen Hecht gibt. Aber ich gebe zu, die Bedingungen zum Hechteangeln sind natürlich jetzt nicht die allerbesten. Mittags bei fast 30 Grad. Aber ihr habt es gesehen, beim letzten Mal, ich war auch an dem See hier in der Hinrunde schon, hat das Gewässer geliefert. Und ich hoffe einfach drauf, wenn ich jetzt hier den Fabrico Pike, der mir hier auch die schönen Hechte in der Hinrunde beschert hat, durchkurble. Gerade hier dieses schöne natürliche Dekor mit ein bisschen Blau dran, dass da vielleicht doch mal einer zupackt. Gehen wir es an. Zumindest steht hier hinten an der Seite der Wind schön drauf. Das ist immer gut beim Hechtangeln. Wenn auch du deine Fische messen willst wie die Profis im YPC, dann habe ich hier die neue LMAB YPC Measurement für dich. Hergestellt aus einer glatten Gewebeplane, 25 cm breit, 140 cm lang, für das schonende Messen auch der ganz großen Fische. Der robuste Acrylwinkel vorne sorgt dafür, dass du die Fische beim Messen sauber anlegen kannst und hat aber mit dem eingearbeiteten Karabiner noch ein weiteres praktisches Feature. Zum Befestigen an deiner Angeltasche oder am Kescher. Am hinteren Ende befindet sich eine Abschlussleiste, die die Measurement bei Wind stabiler am Boden hält und dir das Wiederaufrollen erleichtert. Durch den angebrachten Klettverschluss ist sie schnell und kompakt wieder verstaubar. Selbstverständlich mit den YPC-Mindestmaßen und den aktuellen Rekorden der Profis. Mit dem Kauf einer YPC Measurement unterstützt du alle YPC-Projekte und sorgst dafür, dass wir auch weiterhin tolle Fänge und einzigartige Fische zeigen können. Der neueste Scheiß, teilweise bevor überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders ja nicht gibt. Ein Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit dem Lurdrop aber ganz bequem bei dir in der Bude geliefert. Ganz egal, wo du herkommst. Lurdrop ist für alle geil. Check www.lurdrop.de und werde auch du ein glücklicher Lurdropper. Bonne nouvelle pour tous les pêcheurs français, Lurdrop est maintenant disponible en France sur le site lurdrop.fr. Vous pouvez dès maintenant aller visiter le site. Bei so einem Wetter wie heute immer Kopf und auch gerade den Nacken kühl halten. Nicht, dass man hier einen Schlag von der Sonne bekommt. Am einfachsten ist das tatsächlich, man macht sich seine Cappy einmal nass. So. Und zieht sich die über, weil das kühlt dann richtig schön den Kopf. Und dann könnt ihr auch den ganzen Tag morgen noch fischen. Nicht nur einen Tag. So, weiter geht's. Alles frisch, frischer Haken, super scharf. Frischer Köder. Machen wir mal eine andere Farbe, und zwar Motoröl. Gucken mal, wie Sie das finden. So. Das schmelzen gefühlt schon die Köder weg, ist das heiß. Ja Leute, und wie jedes Jahr ein super Tool ist hier der Line Cutter von Stroft. Ich habe hier meine verschiedenen Fluorocarbons drauf, in dem Fall brauche ich einen 0,30er. Ziehe mir das hier quasi einfach runter in der richtigen Länge, die ich fischen möchte. Hake das hier wieder ein, das ist dann auch fest. Ich habe hier vorne einen Cutter und kann die Schnur einfach abkappen und direkt losfischen. Fisch. Fisch. Oh, und dann mit dieser kleinen Rute jetzt hier. Das ist ein Hecht.
denke ich mal. Oder ein Rapfen wieder. Machen wir auch ganz gerne mal, ne? Also gar kein schlechter Fisch. Ich muss das so ein bisschen spackig machen, weil hier ein großes Krautfeld ist. Von den Kopfschlägen hätte ich jetzt Zander gesagt. Das war zu schnell. Oh. Nee. Welt, Alter. Ihr wollt mich einfach nur verarschen, oder? Ihr wollt mich doch einfach nur verarschen. Ich will es doch einfach nicht glauben. Ich weiß, ich denke, jetzt kommt echt noch mal ein dicker Hecht. Und dafür kommt jetzt so ein, keine Ahnung, 70er, keine schleimige Nacktschnecke. Yeah. Naja, wenigstens noch einen Drill gehabt, ne? Komm her hier. Geh weg. These sticks, huh? They are from a fisherman. Everywhere I'm on my good spots, there's a mark like this. So it's another fisherman that knows very well what he's doing. Yeah, fish! Big one! Big perch, I think. No, it's a zan. Oh, it's a pikey. Crap. It's a small pikey. Ah, it's gone. Oh! Pooh! In the shallows. Nice strike anyway. Okay, let's continue fishing. Now you can go peeing. My camera guy just said I need to pee. And I think it was 10 seconds later. Boom! 1 second later. I know how to time my strikes. Yeah, big perch. Big perch. Yeah, that's a perch. That's a big perch. Don't go in the rocks. Yeah, it's a big perch. Yes! It's a 40. Got a few strikes, there are more here. Let's unhook him in the net so he doesn't tangle himself. There we go. Bulties, what else? Nice, nice, nice. Very nice strike. Maybe like 38 or something, no? No, it's 40. Can I pinch it to 41? Yes, I can. It's in front. Okay. Look. Yeah. It's touching and it's in front. Yeah. Good decision to come here. Oh, good! Good, Dawn! Good, good, good. Very good. Nice strike. 41. Off he goes. Let's report it and cast again because there were multiple here. 41. That's an upgrade of 7 points.
Richtig gerechnet. Nach längerer Abwesenheit steht Ton wieder an der Spitze und Flo wird jetzt vielleicht doch die Fullcard brauchen. Enrico beispielsweise ist nämlich immer für einen 90er Hecht gut. Allerdings bleibt ihm dafür am neuen Spot nicht einmal mehr eine halbe Stunde. Hast du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen? Die haben keinen Bock. Der hat den auch nur so angefasst. Junge, ich bin viel zu nervös. Aber ich wusste das. Solche Gräben hier, immer gut, immer. Die Hitze scheint den Hechten jetzt doch noch das Maul zu vernageln, zum ungünstigsten Zeitpunkt für Enrico. Flo war mit seinem nur halb entschlossenen Exemplar vermutlich gerade noch rechtzeitig dran. Beim fehlenden Barsch sieht es allerdings so aus, als könnte ihn das Glück an diesem Tag erstmals verlassen. Fisch. Der kann es haben. Oh, ganz knapp. Ganz knapp. Ich glaube nicht. Wir probieren es trotzdem. Nein. Ah, ist im Kescher, aber ich glaube, der hat's nicht. Ich glaube, der hat's nicht. Mal schnell messen. So. Messen wir jetzt mal schnell. Das Gel ist zwar noch nass, aber ich mache noch mal ein bisschen extra Wasser drauf hier bei der Hitze. So. Der wird es nicht haben, der hat es nicht, das sehe ich schon. Oh, was ein Krimi. So 1-2 Zentimeter verpassen, glaube ich. Ja. Doch, er hat's! Er hat's! Er hat's! Leute, 23 Zentimeter. Lieber Kameramann, siehst du das auch? Er hat's, Leute! 23 Zentimeter Barsch! Und ich bin der glücklichste Mensch der Welt! Ja! Das ist die Fullcard! Da ist sie im Finale oder Halbfinale hier. Ah, ich freue mich. Jetzt probieren wir den noch mal abzugraden. Vorher setzen wir den aber schnell zurück. Yes! Ein 23 cm Barsch macht mich heute zum glücklichsten Mensch im YPC. Yes! Oh. Aufs Dropshot. Eigentlich war es völlig klar, dass dieser Barsch an so einem Tag genau das richtige Maß hat. Flo tütet die Fullcard ein, holt nicht nur die Führung, sondern auch eine Menge Sympathiepunkte und bucht nach dem Vorrundenaus im letzten Jahr diesmal das Finale. Damit sind wir aber noch nicht ganz am Ende, denn Platz 2 bleibt hart umkämpft und einen Biss bekommen wir hier auch noch zu sehen. Fisch beim zweiten Wurf. Keine guten Bedingungen zum Hechtangeln also. Sieht nicht so schlecht aus, der Fisch. Ich hoffe, er hängt gut. Das wäre natürlich jetzt top, wenn ich den kriege. Letztes Mal hatte ich ja hier einen gefangen, der so richtig schön kampfstark war. Ja, ist bis jetzt relativ müde, finde ich. Kann auch so bleiben. Ich will nämlich schnell einen Kescher und auch das Gel haben. Richtig geil hier an dem klaren Wasser, die Hechte. Und und mal weg. Komm her. Komm. So. Yes!
Er ist drin. Also ich habe noch gesagt, schlechte Bedingungen zum Hechtangeln, und wenn dann beim zweiten Wurf hier so ein schöner Pike beißt, oh, der ist sogar besser als ich gedacht habe, der bringt mir definitiv was, dann ist das, würde ich sagen, ganz klar widerlegt. Geiler Fisch. Schnell die Scale nass machen. Oh. Hammer. Könnte ein 80er sein, würde ich denken. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Viel größer als ich dachte. Der hat 94 cm. Ein 94er Hecht, ein 94er Hecht gefangen. Bei fast 30 Grad und Sonnenschein auf den Fabrico Pike. Einfach ein Top-Köder. Der bringt mir wirklich was. Und das beim zweiten Wurf hier an dem See. Besser könnte es nicht sein. Los, schnell wieder rein. Ich bin ultra begeistert. Ich bin ultra begeistert. Komme hierher. Gleich wieder in die Ecke gegangen, wo ich beim letzten Mal die Hechte gefangen habe. Fabrico Pike dran. Absolute Waffe, kann ich euch nur sagen. Absolute Waffe. Habe ich auch in Deutschland sehr gut damit gefangen. Auch schon mehrere Meter Hechte da drauf bekommen. Obwohl ich ja nicht so der Hechtangler bin. Aber mit dem Köder, in Kombination übrigens auch mit der Rute, also das passt echt geil zusammen, kann man den auch richtig schön weit rausflacken hier. Perfekt. Also doch noch ein richtig starker Hecht trotz Hitze, der für Enrico gereicht hätte, für Veit aber nicht. Wahnsinn! Schon am Morgen war hier einiges los. Der Nachmittag hat noch einen draufgesetzt. Viele Emotionen, Führungswechsel und phänomenale Fische. Bevor Toni das Ergebnis offiziell verkündet, hören wir noch mal kurz rein, wie die Angler ihren Tag erlebt haben. Leute, der Tag ist geschafft. Ich bin geschafft. Ich glaube, es hätte nicht besser laufen können, außer der Barsch. Er hätte natürlich, und das ist jammernd auf hohem Niveau, noch 10 cm mehr haben können. Aber was wir heute erlebt haben an Fischerei, unglaublich. Habe ich so in meinen besten Stunden vielleicht 1-2 Mal erlebt. Hammer, was ein Tag. Ja. Ich möchte mich ganz herzlich nochmal bei meinen Sponsoren bedanken. Gerade bei Stroft für die geilen Schnüre, mit denen ich heute die ganzen riesen Fische landen konnte. Dem geilen Niti, dass ich nicht einmal wechseln musste heute, außer halt die Abrisse. Und ja, mehr geht nicht. Jetzt schauen wir mal, ob es gereicht hat fürs Finale. Heute kommen ja nur die ersten beiden weiter. Ich bin gespannt, was die anderen gefangen haben. Okay guys, this was it. It was a tough but good day. We have a good average of fish. Sadly, no really big one, but we will see what the day brings. Thanks to Westin to let me take part in this competition from the shore. And we will see what the result brings. See you later. Ich sag's mal so, es war ein super Angeltag für mich. Viele Fische gefangen, hat richtig Spaß gemacht. Tolles Wetter dazu. Aber bis auf den Hecht, den ich hier gefangen habe, waren natürlich die Fischgrößen nicht so beeindruckend. Und insofern habe ich keine Ahnung, ob das dann letztendlich gereicht hat oder reicht, um weiterzukommen. Eine Mini-Chance ist bestimmt da, aber ich denke, es sind sehr starke Teilnehmer mit im Feld. Die werden wahrscheinlich größere Fische gefangen haben als ich. Aber das werden wir bei der Siegerehrung sehen. Mir hat es auf jeden Fall einen riesengroßen Spaß gemacht. Und falls ihr mich nicht mehr seht in diesem Turnier, dann wünsche ich euch jetzt schon mal ein dickes Petri und alles Gute. I'm not super happy. I mean, I have the full card, but not really strong fish, especially the zander. I missed too many fish today and I think that's gonna cost me the victory. But we will see. Ja, liebe Leute, das war's. Also diesmal auch ganz, ganz safe. Also ein katastrophaler Tag irgendwie. Also 2 kleine Zander, Rapfenwels, ein paar kleine andere Zander, einen kleinen Barsch noch verloren, der vielleicht irgendwie in die Wertung gegangen wäre, aber es hätte alles nichts geändert. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass mehrere von den Jungs eine Full Cut tatsächlich auch haben. Dass es einfach war,
will ich nicht sagen, auf keinen Fall. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Daumen drücken, fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein, ich freue mich. Haut rein, viel Spaß bei den weiteren Folgen. Ja Leute, das ist Angeln. Also meine Intuition war schon richtig, in solche Gewässer zu gehen, die offen sind, die viel Wind haben. Ich habe jetzt hier 50 Minuten gefischt, habe 2 Kontakte gehabt, relativ kurz nacheinander. Der eine war ein richtig starker Fisch, also auf jeden Fall ein 90er Fisch, der andere war so ein 60er oder so. Aber selbst den hätte ich mit Kusshand genommen. Gestern hatte ich ja meine Vermutung, hat sich ja meine Vermutung nicht bestätigt. Ich habe vermutet, dass ich nicht weiter bin. Dann bin ich trotzdem weitergekommen. Allerdings glaube ich, dass das heute nicht der Fall ist. Also ich denke, dass dadurch, dass der Hecht fehlt, sind das viele Punkte. Also ein Hecht macht immer so 70 Punkte oder vielleicht sogar mehr. Und ich glaube, dass Ton und Veit und vielleicht sogar auch Jonas, wobei das nicht heißt, dass Sami oder Flo dazu nicht imstande wären, ne? Aber irgendwie meine Intuition sagt mir, dass Ton und Veit voll gemacht haben und dadurch auch automatisch schon mehr Punkte haben als ich. Also von daher, lasst uns einen Daumen hoch da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Freut euch auf weitere Folgen, vielleicht oder aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mit mir, aber vom YPC Bank 2023. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Daumen drücken. Ich bin raus für dieses Mal, aber nicht für immer. Bis dann. So, it's time to announce the results of the semifinals CD, which means that we were looking for the 2 competitors, for Dustin Schöne and Patrick Marable in the final round. 4 anglers will get out of the tournament right now, and we had some better fishing today than yesterday. Quite some good fishing, quite some good fish in the nets, but the winner of Group D did not have the perfect day today. Jonas, you finished 6th in this group. Yeah, as I already mentioned, the fishing was better today, and that means that we had 4 full cards in this round, and the 5th place goes to an angler who almost made the full card, and a 90 plus pike would have been enough to make it to the finals, but he lost it. So Enrico Di Ventura, this is the 5th place in this round. We're gonna continue with the winner of this group. There's one angler who caught a 75 centimeter pike perch Zander today. And the funny thing is that it was the smallest of 3 Zanders. And that means that Flo Hassenflug, it would have been enough if you would have not caught the perch. You would still have made it to the finals without a full card. Crazy Zander fishing. And a 1.10 meter catfish, something like that. Crazy. Congratulations. The earliest full card of today was made by Veit Wilde. I think it took him only a bit more than 2 hours to fill the card completely. He had a big upgrade at the end with a big pike, with the biggest pike of today. Sami, you had, I think you were the 2nd angler with a full card today, but the 2nd ticket goes to the defending champion. Congratulations, Turn Verdammt. Veit, du bist Dritter. Geil. Gut gemacht. Danke. Und Sami, you finished 4th. Congratulations. Das war's also. Am Ende setzen sich Stroft Teamangler Flo Hassenflug und Titelverteidiger Ton van Ham von Westin durch und treffen im Finale auf Dustin Schöne und Patrick Marable. Wie schon im letzten Jahr findet die entscheidende Runde an einem Ort statt, an dem keiner der Teilnehmer je zuvor einen Wurf gemacht hat. Freut euch auf insgesamt 3 spannende Angeltage, die wir euch jeweils in einer Folge zeigen. Wo es diesmal hingeht und welcher der 4 Finalisten den besten Start erwischt, seht ihr am kommenden Sonntag ab 18 Uhr. Bis dahin lasst uns ein Like, gebt euren Tipp zum Finalort ab und schaut mal bei uns im Shop vorbei, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht. Ciao!